Hallo, ich bin Youssef. In diesem Video möchte ich euch 5 praktische Kochtipps geben, die ihr wahrscheinlich nicht kennt. Tipp Nummer 1. Zwiebel vorher im Wasser einweichen. Ist es bei euch auch schon mal vorgekommen? Die Pfanne ist schon heiß, du kämpfst aber immer noch mit der Zwiebel. Wie kann man aber eine Zwiebel kinderleicht schälen? Ganz einfach, vorher im Wasser einweichen. Zwiebeln und Fleisch in kleine Stücke schneiden. Also erstens, Zwiebel habe ich schon im Wasser eingelegt, weißt du warum? Nein. Das kann man besser dann schälen. Also dann wird dadurch die Schale ein bisschen elastischer. Ja, siehst du, wie schnell ist die Schale weg, wenn man das im Wasser... Schon mal ein guter Tipp. Tipp Nummer 2. Butter in etwas Öl schmelzen lassen. Butter ist nicht nur wegen der guten Back- und Kocheigenschaften beliebt, sondern auch aufgrund des Aromas. Das lässt sich manchmal mit pflanzlichen Ölen nicht nachstellen. Das Problem: Butter verbrennt ziemlich schnell durch die Hitze. Hier ist der Trick. Gebt doch zunächst ein bisschen Öl in die Pfanne. Der dritte Tipp ist für Reisliebhaber. Warum wird mein Reis manchmal matschig? Hier ist der Grund. Viele würden ihren Reis bei geschlossenem Deckel dämpfen lassen. Der Dampf zieht sich im Topf nach oben und sammelt sich unter dem Topfdeckel. Da oben etwas kälter ist, formt sich dieser wieder ins Wasser und fällt zurück in den Reis. Das Wasser kocht. Ach so rum. Also wenn ich dir noch einen Tipp, Ja. das am besten einmal so machen. Ja, damit das Wasser Wasser. raus. Ja. Ja, und dann hier. Um dies zu vermeiden, können wir den Topfdeckel gegen Ende der Kochzeit mit einem sauberen Küchentuch umhüllen. Das Tuch zieht den Dampf zu sich und vermeidet, dass der Reis dadurch matschig wird. Tipp Nummer 4. Eier auf einer Fläche anschlagen. Eigentlich glauben viele, dass es schlauer wäre, Eier auf einer Kante anzuschlagen. Aber die Praxis zeigt, dass das Anschlagen auf einer Fläche viel besser funktioniert. Das Ei zerbricht nicht, sondern erhält eine saubere Bruchkante. Ja, krass. Kannst du mal zeigen? Das Dann hier kannst auch. du von dieser Stelle jetzt die aufeinander ziehen. Ja, Und ich voll habe gut. noch einen Tipp für dich. Und zwar, es gibt noch ein bisschen Flüssigkeit immer drin. Die kann man am besten mit so einem Teelöffel rausnehmen. Dass auch nichts Genau. verschwendet. Das macht meine Oma auch immer. Und der letzte Tipp: Kräuter ohne Zerkleinerer schneiden. Hier haben wir Koriander, Dill, Petersilie und Schnittlauch. Wie kann ich diese ohne Zerkleinerer schneiden? Hier ist die Lösung. Zunächst legen wir die Kräuter Kopf mal nach rechts, mal nach links aufeinander. Dann packen und knicken wir sie zusammen. Danach fangen wir an, diese mit einem Kochmesser zu zerkleinern. Ich möchte, dass meine Kräuter so fein wie möglich geschnitten werden. Hierzu ändere ich den Messerwinkel ab und zu mal, so dass alles gleichmäßig geschnitten wird. Schaut mal, wie fein das ist. So, das war's für heute. Hat euch dieses Video gefallen? Dann abonniert jetzt meinen Kanal. Da findet ihr leckere Rezepte und spannende Kochshows. Bis zum nächsten Mal. Ciao!